Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Hier habe ich mit dem Sellerie gestartet, den ich letzte Woche mit meinem Mann zusammen aus unserem Garten geerntet habe. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut da gerne vorbei. Da hatte ich einfach so viel, dass es nicht mehr in das Video reingepasst hat. Deswegen starten wir hier direkt damit. Das war super viel Sellerie, also der hat mir dieses Jahr echt ein bisschen zu viel. Ich meinte so, ja, wäre cool, wenn du Sellerie noch mit einpflanzt, und der hat mir da, keine Ahnung, 8, 9 Stauden oder so eingepflanzt. Das ist echt zu viel, also nächstes Jahr reichen da auch 2, 3. Deswegen, ja, habe ich mich hier dran gemacht, und zwar habe ich einmal die Blätter von den Selleriestangen getrennt, alles einmal schön gewaschen, und ja, zum Glück habe ich ja viele fleißige Händchen zu Hause, die mir gerne mal beim Schnippeln helfen. Das war super praktisch. Die haben mir einmal die Stangen klein geschnitten. Die Sellerieblätter habe ich einmal trocken geschleudert. Da ich ja auch ganz oft meine Gemüsebrühe selber mache, beziehungsweise meine Gemüsepaste, ist es ganz gut. Dann habe ich im Winter auch immer Sellerie parat. Den werde ich übrigens einmal die Stangen einfrieren. Auch für Suppen ist das Ganze geeignet. Hier habe ich einmal aus den Sellerieblättern, habe ich gesehen, da kann man auch so eine Art Paste, sieht ein bisschen am Ende aus wie so ein Pesto, aber ja, auf jeden Fall einfach die Sellerieblätter. Ich glaube, das waren so auf 100 Gramm Sellerieblätter, war das auch 100 Gramm Olivenöl und ich glaube 20 Gramm Salz. Und das Ganze habe ich im Mixer püriert. Das habe ich hier einmal in dem Kleinen gemacht, aber ja, das war ein bisschen wenig, deswegen habe ich danach die zweite Ladung dann im Thermomix gemacht, da passt nämlich mehr rein. Und so habe ich mir ein ganzes Glas gemacht. Das ist auch halt, ja, ich denke eher so für Suppen und so, ist ja nochmal so ein, ja, aromatischer Träger. Der ist ganz praktisch für manche Gerichte, und das habe ich dann in den Kühlschrank gepackt. Und wenn ich es dann brauche, dann nehme ich mir was davon. Ansonsten eben für den Winter, für Suppen, Eintöpfe sind die Selleriestangen und die Blätter sind dann eben eingefroren und einsatzbereit. In der Zwischenzeit hatte ich auch noch das Abendessen gekocht. Da hatte ich jetzt auch wieder das Zucchini Lecho gekocht. Das hatte ich euch im vorletzten, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall in einem der Videos gezeigt. Das ist echt super lecker. Da ist auch die Zucchini aus unserem Garten drin. Und ja, dann eben noch die klein geschnittenen Sellerieblätter. Das haben mir auch die Kinder geschnitten, in die Gefrierbeutel und dann ab ins Gefrierfach.
Am nächsten Morgen gab es dann zum Frühstück einmal Kavurma. Kavurma ist, wie soll man das auf Deutsch übersetzen? Weiß ich nicht, wie man das übersetzt, aber das habt ihr auch im letzten Video gesehen. Da hat es unser Schwager, hat uns das draußen in der Pfanne gemacht. Das macht man so, dass man dieses Fleisch so auf Vorrat hat. Das kann man dann ruhig ein paar Wochen im Kühlschrank lagern. Eigentlich ist es in noch mehr so Fett dann so drin. Aber das war nicht ganz so fettig, was eigentlich ganz gut war. Das habe ich einfach richtig schön kross angebraten und dann tut man da Eier rauf, ein bisschen Salz und Chili und das war es eigentlich. Das ist super lecker. Dazu einfach ein bisschen Fladenbrot und dann ja, kann man das genießen. Hier habe ich natürlich für uns alle eine relativ große Portion gemacht. Ich habe danach noch eine Ladung gemacht. Also ja, für 10 Personen braucht man eben eine große Menge, aber das war sehr, sehr lecker. Jetzt andere Seite. Hier, Schatz. Hier. So, meine Lieben, wie ihr seht, wieder schön viel Tomaten. Letztes Mal, als wir diese Knoblauchtomaten, heißen die, wenn ich mich nicht irre, gesammelt haben, habe ich daraus einen Eintopf gemacht. Habt ihr gesehen? Dieses Meneme. Ich wollte euch mal zeigen, ich habe die gewogen. Die große Tomate hier wiegt über 600 Gramm, mashallah. Und weil ich koche viel mit Tomaten, also ich schaue wirklich in viele Gerichte Tomaten rein und ich kaufe halt auch oft passierte Tomaten und gestückelte Tomaten. Und gestückelte Tomaten gibt es nur in der Dose. Ich habe noch nie gestückelte Tomaten im Glas gesehen. Nee, habe ich nicht. Es gibt zwar im Tetrapack, aber Tetrapack, also wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ne, also eingelegte Sachen in Dosen sind nicht so gesund, weil da ist irgendeine Beschichtung in der Dose, wo sich diese Schadstoffe lösen können und in die Lebensmittel rübergehen und dann ja krebserregend sind und so weiter. Aber ich habe da schon öfters mal was gesehen. Bei Tetrapack soll es auch nicht besser sein. Ja, deswegen wäre es schön, wenn ich dieses Jahr ein bisschen mehr hinbekomme, gestückelte Tomaten zu haben für die Winterzeit. Ich mache heute auch viel Soßen, ne? So Kinder mögen auch Tomatensoßen und so weiter oder auch für Lasagne und so. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde aus den großen Fleischtomaten, werde ich mir gestückelte Tomaten einkochen. Die werde ich einfach würfeln, also häuten dann auf jeden Fall vorher würfeln und dann in die Gläser reintun und dann das Ganze einkochen. Ich habe so ein bisschen geschaut, das ist ja für mich jetzt so Neuland, dieses Einkochen, Einmachen, ne, kennt ihr ja so von den letzten Jahren, da war das nicht so viel. Das ist für mich alles auch noch neu, wo ich mich so rein übe, rein lerne.
Also eure Tipps sind immer Gold wert. Haut die auf jeden Fall immer raus. Die sind ganz, ganz toll. Ich lerne von euch und alles, was ich von euch lerne, gebe ich dann natürlich allen anderen auch weiter. Das ist schön. Aus den kleineren dachte ich mir, ich koche sehr gerne Tomatensauce Arrabbiata, also schön scharf. Und wir haben ja auch sehr, sehr viele Chilis im Garten. Deswegen eine schöne Arrabbiata-Soße, schön mit den Tomaten, Chili, Knoblauch. Die kleinen, die werde ich auch nicht häuten, die püriere ich einfach dann so. Und davon, ja, schaue ich mal, wie viel da rauskommt, mache ich auch ein paar Gläser. Das ist nämlich praktisch, wenn es dann auch mal schnell gehen muss und ich nicht so viel Zeit zum Kochen habe, sind Nudelgerichte immer, die super schnell gehen. Die kleinen, süßen, orangenen Tomätchen, Tomaten heißen die, glaube ich, meinte mein Mann. Die vernaschen wir natürlich so und hier sehe ich auch schon wieder, also es sind die ganze Zeit Tomaten da. Deswegen versuche ich mal, letztes Jahr habe ich ein paar Tomaten eingefroren, also einfach Tomaten auch in Stückchen geschnitten und in Gefrierbeutel und das Ganze so eingefroren. Das geht auch, das kann man auch direkt so verwenden. Oder man kann zum Beispiel das, was ich ja letztens gekocht habe, dieses Menemen, da kann man zum Beispiel auch die Tomaten und die Peperonis mit Zwiebel, Knoblauch auch schon alles so kochen und auch in Gläser einkochen. Dann hat man das bereit so und muss dann nur noch die Eier reinhauen. Auch eine gute Idee. Also ich schaue mal, ich hoffe wirklich, dass wir dieses Jahr noch gut Tomaten weiter ernten, dass ich wirklich passierte Tomaten noch einkochen kann. Tomatenstücke mehr und Tomatensoßen. Dann haben wir das im Keller auf Vorrat. Das ist nämlich super. Ich schaue mal, ich habe schon so überlegt, ob ich mir so einen Einkochautomaten hole. Vielleicht, wenn ich in Zukunft wirklich vorhabe, viel einzukochen und so, wäre das schon praktisch. Ich meine, ich habe ja den Stauraum im Keller, im Vorratsraum, dass ich mir die Sachen dahin tun kann. Von daher gucke ich mal. Ich mache es jetzt erstmal so, weil das Ding ist ja, man soll es dann, soweit ich weiß, sie jetzt bei den Tomatensoßen 30 Minuten bei 90 Grad einkochen. Ich mache es halt im Kochtopf. Ich werde dann halt die Wassertemperatur messen und ich muss halt nur gucken, dass ich dann halt diese 90 Grad halte im Kochtopf. Deswegen muss ich selber dann experimentieren, auf welche Stufe ich den Herd dann schalte, damit es bei 90 Grad bleibt. Und dann 30 Minuten, aber jetzt bei der Tomatensauce ist es jetzt nicht so kompliziert. Ich habe auch geschaut, manche geben bei den Tomaten und Tomatensoßen Zitronensaft rein. Das hat was mit diesem pH-Wert zu tun, ne? Weil es sind Tomaten und die könnten dann anfangen zu gären im Glas. Aber es gibt auch viele, die machen es ohne Zitronensaft. Schreibt mir mal gerne, falls ihr auch Tomaten einkocht oder Tomatensoßen, passierte Tomaten und so selber macht, ob ihr da Zitronensaft reingebt oder nicht. Ich werde es sicherheitshalber machen, einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich kann jetzt den pH-Wert nicht messen, aber ja, deswegen mache ich es jetzt mal einfach mit rein, um auf Nummer sicher zu gehen, damit mir hier nichts verdirbt. Und ich lege jetzt mit der Soße Arrabbiata los. Und zwar habe ich jetzt hier die Tomaten gewaschen und schon mal den Strunk entfernt. Ich habe mir extra dieses Teil hier geholt. Ich finde das wirklich voll praktisch. Funktioniert für große und kleine Tomaten, weil man das entweder so klein aufmacht oder eben ganz groß. Ja, ist gut, das Teil. Ein paar Chilis noch aus dem Garten, denn Arrabbiata ist ja schön scharf und so mögen wir das. Dann kommt natürlich schön viel Zwiebel rein, Knoblauch, Basilikum aus dem Garten, den mache ich noch rein und dann mache ich eben Zitronensaft rein und dann aber auch ein bisschen Rohrzucker. Gibt halt auch noch mal ein bisschen Geschmacksverstärker, ne, und mildert dann auch die Säure einerseits von den Tomaten und einerseits auch von der Zitrone und dann eigentlich Salz, Pfeffer, ganz normal. Ich mache die Arrabbiata übrigens auch ganz oft im Thermomix, schmeckt auch sehr lecker. Aber ich müsste das jetzt zweimal machen oder vielleicht sogar dreimal. Deswegen ja, mache ich es jetzt lieber im Topf und püriere das mit dem Pürierstab. Aber sonst, wenn ich eine Portion mache, dann mache ich das immer im Thermomix. Schmeckt sehr gut, das Rezept, was da drin ist. Auch. Ich weiß gar nicht, was da alles drin war, aber auch so ähnlich, glaube ich, ja. Ist ja eigentlich immer das Gleiche.
lasse die jetzt erstmal ein bisschen weich kochen und dann püriere ich die Tomaten. So, das hat jetzt so 10 Minütchen gekocht. Einmal gebe ich von meiner selbstgemachten Gemüsepaste was mit rein. Das ist einfach nochmal für den leckeren Geschmack. Müsst ihr auch wieder neu machen. Salz. Muss da mal abschmecken. Ja, noch ein bisschen rein. Zucker. Gebe ich jetzt schon einen Esslöffel. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich gebe nochmal den Tomatengeschmack. So, und dann Zitronensaft. Habe ich jetzt hier einfach eine halbe große Zitrone. Sollte reichen. Den Basilikum gebe ich zum Ende hinzu. Erstmal püriere ich das Ganze. Ich sehe jetzt hier auch an meinem Topf, dass das jetzt 4 Liter sind. Also im Thermomix mache ich immer 2 Liter. Und das ist so, wenn ich jetzt Nudeln machen würde mit eben dieser Soße, dann würde ich 2 Liter brauchen für uns. Das heißt, das ist eben für 2 Portionen. Naja, gut, habe ich eben für 2 Portionen Soße vorgekocht. Die Gläser sind sauber, die brauche ich nicht sterilisieren. Die sind ganz normal gewaschen. Das reicht auch, weil das Ganze wird ja nochmal eingekocht oder pasteurisiert oder wie man das nennt. Aber die Deckel und Gummis, die werden abgekocht. Jetzt wichtig ist, dass man den Rand hier sauber macht, wo das Gummi rankommt. Das sieht so lecker aus. Und jetzt kommen die Gläser hier rein. Ich habe jetzt so ein Tuch drunter gelegt. So, ich hoffe, ich kriege alle 4 rein. Dann habe ich mir ein bisschen Arbeit gespart. Yes. So, jetzt mache ich schon mal, also weil die Gläser warm sind, tue ich auch schon direkt auch warmes Wasser rein. Miriam hat die Soße gerade abgeschmeckt und meinte, dass sie sehr lecker geworden ist. Schmeckt wie die Soße von Vapiano, die Arrabbiata. Ja, das liegt schon an den eigenen Tomaten. Jetzt, Miriam will schon unbedingt ein fermentiertes Gemüse probieren. Und als allererstes, falls ihr euch erinnern könnt, hatten wir ja den Kohlrabi eingelegt. Falls ihr immer so nach den Videos sucht, ich versuche immer, falls ich nicht vergesse, natürlich immer alle Videos, die ich erwähne, zu verlinken. Aber ja, ansonsten seht ihr das auch immer so auf dem Thumbnail-Bild oder so. Könnt ihr so auch immer die Videos finden. Ja, ich denke mal, wir machen mal das erste Glas auf. Wenn es angebrochen ist, danach könnt ihr das weiter so lagern in der Lake oder auch in einen kleineren Behälter umfüllen, falls es euch dann zu groß ist. Und im Kühlschrank aufbewahren und da hält sich das genauso ewig. Ja, ich bin mal gespannt. Probieren wir mal. Das riecht sehr gut. Sehr gut. Es riecht schon mal wirklich sehr lecker. So, das brauchen wir dann auch nicht mehr. Probieren wir mal. Den Kohlrabi aus dem Garten. Eingelegt, eingemacht, fermentiert. Schmeckt sie Kimchi? Das schmeckt wie deine Kimchi-Würfel. Wirklich? Ja. Sehr lecker. Wow. Und so. Das ist auch noch schön knackig. Sehr gut. Wow. Und die Schärfe ist perfekt. Wie viel Chilis hatte ich da reingemacht? 2 Chilis hatte ich reingemacht. Die Schärfe ist perfekt. Bombe, ne? Oh mein Gott. Sehr gut, ne? Richtig. So, das Ganze war jetzt circa eine halbe Stunde. Habe ich das jetzt hier so eingekocht mit der Temperatur. Also wie gesagt, ich glaube, ich
besorge mir da schon dieses Einkochtopf. Jetzt raus. Das Teil sehr, sehr wichtig, dieser Heber hier. Ich hoffe, das hat geklappt. Ich lasse die jetzt abkühlen und dann können diese Teile hier eigentlich ab und dann kann das Ganze in den Keller. In das Einkochwasser schmeiße ich jetzt gleich die Tomaten hier mit rein, damit ich die häuten kann. Einfach nur so ein bisschen einritzen. Einfach so. Und dann einmal kurz in das heiße Wasser ein paar Minuten einfach liegen lassen und dann abschrecken mit kaltem und dann lassen die sich ganz gut häuten. Und dann schneide ich die in Würfel. Ich tue die auch dann in den Topf, was ich vorhin die Soße gekocht habe, rein. Einfach nur mit Salz und dem Zitronensaft vermengen. Also da mache ich nur Salz ran, keine Gewürze. Und dann auch in Gläser abfüllen und dann auch einkochen. Och, die Tomaten sind so fett. Den ganzen Tomatensaft fange ich natürlich auf, weil es werden ja gestückelte Tomaten im eigenen Saft. Deswegen nichts verschwenden. Da beim Schälen hat sich auch viel Flüssigkeit gelöst. Deswegen habe ich es jetzt nochmal durch ein Sieb gegeben. Ihr seht, hier ist jetzt auch nochmal Tomatenwasser. So, und jetzt werde ich die Tomaten nur noch grob würfeln, den Strunk rausschneiden. Hier haben wir jetzt die gestückelten Tomaten. Wenn ihr das Ganze jetzt im Kochtopf aufkochen und pürieren würdet, dann hättet ihr passierte Tomaten. Beziehungsweise ob ihr die dann passiert. Dann würde man sich aber den Aufwand mit dem Schälen nicht machen müssen. Dann könntet ihr die ganz normal im Ganzen so kochen und dann eben durch ein Sieb passieren, damit ihr so eine smoothe Soße habt. Ich gebe jetzt hier wieder den Zitronensaft dazu. Ohne Kerne, wenn möglich. Wir haben ja schon genug Tomatenkerne da. So, ein Esslöffel, nicht ganzen. Einmal umrühren. Und jetzt können wir das Ganze wieder abfüllen. Ich mache schon ein paar große Gläser. Jetzt tue ich in den Kochtopf aber kaltes Wasser.
Was wird es? Das ist Grünpalmkohl. Palmkohl. Man nimmt die äußeren Blätter und lässt den Haupttrieb, hier zum Beispiel den hier, wie hier, stehen. Und die restlichen, was außen rum ist, nimmt man einfach so, pat, ab. Na denn? Ja, Westerwurf. Junge, wohin wirfst du? So, Sepperte ab. Jetzt. Was denn? Eine Aubergine. So diese lange Jane. Also leg die andere erstmal zurück. Wow. Ich mache mich jetzt mal an den Grünkohl. Und zwar werde ich jetzt einen Teil zu einem Abendessen kochen, einen anderen Teil werde ich einfrieren. Wahrscheinlich so als Blätter. Kann man nämlich auch gut damit Samba machen, also diese Röllchen, gefüllt mit Reis und mit oder ohne Fleisch. Genau, das mache ich. Aber als erstes mache ich den Eintopf zum Abendessen. Und zwar benötigen wir dafür, koche ich hier schon mal diese Bohnen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Das sind nicht Kidneybohnen, aber so eine rötlichen Bohnen. Und so ein geschroteter Mais. Also es ist halt Mais, aber sind halt keine ganzen Maiskörner, sondern so ein bisschen kaputtes Mais. Keine Ahnung, ich habe das alles aus der Türkei. Und Bulgur, also Weizengrütze. Dann Zwiebeln, Chili, Knoblauch. Ich werde noch was von meiner Gemüsepaste noch mit dazugeben. Dann Gewürze natürlich. Ich werde jetzt hier in dem großen Topf einmal die Zwiebeln, Knoblauch schön anbraten. Dann kommt eben der Wirsing dazu, den schneide ich in so Streifen. Und dann am Ende eben noch die Böhnchen mit diesem Mais. Ja, mal gucken. Habe ich noch nicht gemacht. Das hatte mir auch jemand von euch mal unter die Kommentare geschrieben und das hat mir auch meine Schwägerin gesagt, dass das sehr lecker ist, dass sie das regelmäßig so macht mit dem Grünkohl. Deswegen, ja, schauen wir mal. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze wird.
Ich habe hier die Grünkohlblätter einmal blanchiert. Daraus mache ich jetzt Sarma, also gefüllte Weinblätter wollte ich sagen. Nee, das sind dann gefüllte Wirsing, wollte ich jetzt wieder sagen. Oh mein Gott. Palmgrünkohl ist es ja, Grünkohl. Gefüllte Grünkohlblätter. Also die habe ich jetzt einmal blanchiert, damit sie sich besser rollen lassen. Für die Füllung eigentlich so klassisch. Einmal mit Hackfleisch und Reis. Hier ist jetzt Petersilie, das war jetzt schon gefrorene gehackt, habe ich reingemacht. Ich hatte jetzt nicht mehr genug frische. Und dann püriere ich hier einmal Zwiebel, Knoblauch, Chili habe ich da. Ich habe noch ein paar Sellerieblätter noch dazu gegeben. Mit einer Tomate püriere ich jetzt klein. Dann kommen noch ein paar Gewürze, einfach nach Geschmack. Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel. Dann geht es dann einmal ans Rollen. Und den Rest der Blätter habe ich mir eingefroren. Ich habe jetzt auch gerade eben noch mal hier die Böhnchen blanchiert. Die kommen in ein Gefrierfach. Und daraus mache ich jetzt auch noch mal einen Eintopf. Für die Sarma-Röllchen, also für die gefüllten Grünkohlblätter, habe ich jetzt Tomatenmark, dann auch noch passierte Tomaten, weil ich schon eine angebrochene Flasche hatte, und dann Gewürze, einmal meine Gemüsepaste, etwas Minze, Salz, Pfeffer, Chili und Kreuzkümmel. Ich mache noch ein bisschen Wasser noch mit drauf, so ein bisschen mehr Flüssigkeit haben. Das sickert dann alles noch runter. Olivenöl nicht vergessen. Dann mache ich jetzt noch so einen Teller mit drauf. Deckel, und dann lassen wir das köcheln. Essen ist fertig. Ich habe schon eine probiert. Ich muss sagen, das schmeckt mit dem Grünkohl wirklich mega lecker. Jetzt mal den Teller hier ab. So. Dazu dann am besten den selbstgemachten Joghurt. Ich muss euch sagen, ich habe den ja nochmal neu gemacht, aus diesem bulgarischen Ferment. Jetzt hatte ich den nochmal aus meinem Restjoghurt gemacht und der ist wirklich so schön lecker. Also der ist perfekt. Das war's mit dem Video für diese Woche. Sorry, ich glänze ganz schön durch. Ich habe gerade meine Pflegeroutine gemacht und gerade frisch mein Gesicht eingecremt. Nicht wundern. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, dieser Grünkohl-Eintopf, den ich gemacht habe mit dem Bulgur und den Bohnen und dem Mais, der war super lecker. Aber es hätte mehr Grünkohl sein müssen, also die das Hauptgemüse sollte eigentlich der Grünkohl sein, aber ich hatte ein bisschen viel Bohnen und von dem Mais ein bisschen zu viel gekocht. Aber trotzdem ist das so lecker und das ist eine gute Variante, das öfters zu machen, sodass die Kinder das auch essen, weil die Grünkohlsuppe ist halt nicht jedermanns so Geschmack. Also schmeckt jetzt nicht eklig, ne? Aber ist halt auch nicht so der Favorite von Kindern, so eine Grünkohlsuppe. Deswegen ist das eine gute Variante, und die Röllchen. Super lecker. Und weil wir eben viel Grünkohl haben, wird das wahrscheinlich ja regelmäßig gemacht. Falls ihr auch so einen Grünkohl habt, dann testet das Ganze mal aus. Also diese Variante war auf jeden Fall super lecker. Nur nächstes Mal werde ich ein bisschen mehr Grünkohl nehmen und weniger von den Bohnen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt, den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und die Benachrichtigungsglocke aktiviert, um auch das nächste Video nicht zu verpassen. Bis nächste Woche, meine Lieben.